Was geht ab, meine kleinen Ras? Hier ist Reim, ja, ich gehört diese Reim, hier auf dem krassesten Rundum-Musikkanal, den es hier überhaupt gibt, mit der hübschesten Begleitung ever auf ganz YouTube, inklusive vermeintlichen Fails beim Klatschen. Dana. Jetzt. Danke. Darfst du Hallo sagen? Ja. Ey, Leute, richtig krass, was auf diesem Kanal abgeht. Ich muss es halt einfach jedes Mal sagen, weil wir haben teilweise Tage gehabt, wo wir echt plus 1000 Abos hatten am Tag. Das ist unfassbar, ja. Also krank ist das, ja. Wir feiern das ohne Ende. Hier auf Instagram, bei mir zumindest geht's ja so lala. Bei Dana geht's auch ganz gut momentan. Ich habe aber noch einiges aufzuholen. Da ist der nächste. Siehst du, ihr seid einmal die krasse Community, richtig geil. Und ihr schickt uns auch immer wieder geile Sachen, die wir uns anschauen sollen. So mal abgesehen von den Analysen und auch immer explizit mit dem Wunsch, dass Dana dabei sitzen soll. Ich glaube, wir schaffen die Woche jetzt noch die 30.000, oder? Ich glaube auch. Ich meinte, wir schaffen das diese Woche noch bis Sonntag die 30.000. Das schaffen wir, oder? Mit der Community auf jeden Fall. Das schaffen wir auf jeden Fall. Also vergesst nicht zu abonnieren, um das Ganze aufs nächste Level zu bringen. Vergesst nicht, ne? Die Aktion mit den 100.000 auf Instagram läuft auch mit dem großen Plan, hier eben die Verlosung, das Casting zu machen. Das läuft ja sowieso die ganze Zeit jetzt parallel. Ich habe das ja schon in die Welt rausgesprochen, also wird das stattfinden. Und wir brauchen eben diese große Community und Plattform, damit wir am Ende auch Welle machen können, wenn hier jemand gepusht wird und das Ganze aufs nächste Level kommen soll. So, wir gucken uns heute Exos Amazing Vocals an, weil ihr habt gesagt, ja, den Song, den ihr da abgecheckt habt, der war so, ja, da hört man das nicht so richtig krass, wie gut die eigentlich singen und so. Aber hier, guckt dir mal das Video an, ne? Weil wir gucken ja auch alle Kommentare durch und so weiter, sind immer ganz fleißig am rumklicken und machen. Und jetzt gucken wir uns das hier mal an. Geht knappe 10 Minuten, mal gucken. Wow, ich bin gespannt. Ja. Ist dann... Krass, ich dachte kurz, es wäre Autotune, aber man hört ein bisschen das Zittern der Stimmen und hört da schon raus, dass es tatsächlich live ist. Also kleine Schwanker sind dann drin, dass man sagen könnte, ist vielleicht doch kein Autotune. Krass, das ist schon heftig auf jeden Fall. Wie viele Jungs sind die nochmal? 7? Nee. Weißt du gerade? Nee, nicht auswendig. 5? Krass. Wow. Das sind mehr noch. Ja, das war jetzt, das war ja krass noch mit dem Tanzen dazu und so. Und dann hier sein Adlib noch. Die klingen echt wie so Boyz II Men mäßig, nur auf Koreanisch. Also da gab es ja auch noch, wie nennt man das denn? Gerade diese Tenorgruppen, also diese Männer, die da immer so perfekt eingestimmt sind, die so perfekt die Vocals dann setzen und die Harmonien da machen können. So klingen die. Also die sind da schon krass aufeinander abgestimmt und eingestimmt. Das ist schon heftig. Wow. Hörst du laut genug? Ja. Boah, krass. Das war super hoch. Da sieht man hier die Venen hier richtig fett durchblutet. Sowas ist halt, kann man auch immer bei Live-Performances immer ganz gut sehen, ob die so als Indikator, ob die tatsächlich auch live singen, ne? Also das ist auch ein kleiner Geheimtipp. Also der singt sich die Seele aus dem Leib. Ja, das sieht manchmal nur so aus. Bei mir ist es auch manchmal so beim Reden oder beim Singen auch, dass es sehr stark durchblutet ist. Liegt einfach, ja,
bei manchen, die sehr viel, vor allen Dingen auch mit der Stimme machen, liegt das dann immer schon irgendwie weiter außen, meistens sogar teilweise im Gesicht, auf der Stirn und so weiter. Ja, das ist dann schon verstärkt zu sehen, weil die Venen dann einfach auch meistens dicker dann da sind an den Stellen. Und das hier ist aber eine Sehne, ne? Das ist keine Vene. Also nicht irritieren lassen. Stell mal. Krass. Wow. Krass. Oh, Wahnsinn, Alter. Wow. Vor allem, ihr müsst euch ja auch vorstellen, dass wenn er das Mikro schon so weit weghält und man ihn trotzdem noch hört. So laut. Ja, dass er wirklich noch so kräftig in der Stimme dann ist und so laut vor allen Dingen, dass das Mikro das immer noch aufnimmt. Das ist Wahnsinn. So hat er sich an der Stelle das Monitoring rausgenommen. Das In-Ear-Monitoring? Ja, auf der einen Seite, auf der anderen hat das noch... Ja, also komplett rausnehmen bietet sich meistens nicht so gut an, beziehungsweise wo hier er steht, hier oben auf der Bühne irgendwo, es sieht so aus, als ob da kein Stage-Monitoring wäre. Also Monitoring ist eben das Abhören der Musik und auch von sich selber. Also wie der Monitor, wo wir dann gucken, aber hier geht es um das Hören. Der hat hier auf der Bühne, gibt es dann immer diese großen Speaker, die dann zu den Künstlern hingehen und nicht zum Publikum. Das ist eben extra dann dafür da, dass man sich selber hören kann, so wie wir uns gerade auch monitoren und ich das Gefühl habe, dass wir zu leise sind. Naja, geht glaube ich noch, ja. Hat er hier eben die In-Ear-Monitoring-Stöpsel in den Ohren. Hat das eine rausgenommen, wahrscheinlich, weil er sich selber nicht genug hört. Ja, oder die Musik nicht, aber höchstwahrscheinlich sich selber. Und eins lässt man da natürlich drin, um trotzdem die Musik noch drauf zu haben. Also das Backing, also die Musik, alles andere. Oft probt man halt vorher beim Soundcheck und lässt sich dann das In-Ear-Monitoring richtig einstellen von den Lautstärken her. Aber da passiert das trotzdem hin und wieder mal, dass da irgendwas dann beim Auftritt merkt man dann erst richtig, was man braucht und dass da vielleicht was nicht stimmt. Und dann zieht man einfach einen Stöpsel raus. Manchmal sogar beide, aber dafür brauchst du dann echt auf der Bühne Monitoring. Das Ding ist auch wegen der Latenz. Du musst auch überlegen, wenn es ein riesen Venue ist, also ein riesen Stadion oder sonst irgendwas, hast du ja noch zusätzlich die PA, also die Anlage, die das Publikum bespielt und berieselt. Und dann hast du, je nachdem, ob es offen ist, eine offene Venue oder eine geschlossene, hörst du auch die Rückkopplung von ganz hinten bis zu dir zur Bühne und dadurch ist eben durch Physik der Schallwellen bedingt, hast du dann eine Latenz drin von mehreren Millisekunden, je nachdem wie groß es ist, vielleicht sogar bis zu Sekunden. Das ist eben extrem, extrem, extrem krass und dann kannst du halt, wenn du da dann die Musik hörst, könnte es sein, dass du dann halt auf die Musik hörst, die du über diese Latenz, also diese Verzögerung hörst und dann setzt du ein und dann bist du voll irritiert, weil du ja dann eigentlich zu spät bist, aber du hörst vielleicht hinten noch irgendwie Musik, also das geht gar nicht. Deswegen ist es gar nicht so einfach live zu performen und ohne Monitoring geht das eigentlich nicht. Ja? Also da muss schon immer irgendwas auf der Bühne stehen, selbst wenn die Band hinter einem ist. Es bringt trotzdem nichts. Also man muss schon wirklich das so direkt vor sich haben, am besten also sofort hören, damit man da eben super on time und natürlich auch im Ton ist.
Das ist ja das Schwierige. Deswegen hat man in so einem Monitoring entweder vor sich stehen, in Form von Speakern, aber wenn es so riesige Hallen sind, wo man auch nicht so, vielleicht sich viel bewegt oder es sehr unkontrolliert ist oder nicht so richtig kontrollierbar ist mit den Speakern, macht man in dem Monitoring. Genau. Krass. So now I come to you with open arms, nothing to hide. Believe what I say. So Boyz II Men mäßig. with open arms. Schön. Welche Songs? Creep. I don't belong here. I don't belong here. Okay. Ja, hier, also, da höre ich aber mehr Stimmen, als ich sehe, ja, also, die sind ja jetzt nur, da sind jetzt nur 4 Leute und es klingt so, als ob da noch mehr Harmonien zusätzlich drin sind, also ich weiß nicht, ob die vorher aufgenommen wurden oder live kann man auch Harmonien mit gewissen Programmen und Plugins auch setzen, das geht auch auf jeden Fall, technisch ist da einiges möglich heutzutage, also, hier klingt das jetzt schon viel, viel mehr, ne? Yeah. Hast du auch den Eindruck, ja. Ja, ganz klar. Das klingt so richtig choral. Ja, und auch teilweise so fast technisch, also so robotermäßig. Das ist auch immer so ein Indikator. Auch immer so ein Indikator, dass das wahrscheinlich da noch ein bisschen nachgeholfen wurde. Warum auch immer. Wow. Krass. Also zum Beispiel kein Indie-Monitoring. Ah doch, ja. Ich bin mir gerade... Meinst du, das wurde vorher schon aufgenommen? Nee, das nicht. Also es ist schon tatsächlich live gefilmt und dann aufgenommen. Ne? Ich will nur noch mal genau hinhören, weil hier bei dieser Aufnahme war es schon jetzt ein bisschen auffällig, dass sie da eben diese Harmonien drin hatten. Ich glaube auch, dass sie das vielleicht nachträglich noch mal getuned haben.
meistens kann man das, wenn dann, ganz gut in den Runs merken. Also grundsätzlich muss man aber sagen, dass die halt allein mit der Aussprache und so weiter, die haben definitiv auch in den USA einen Teil ihrer Gesangsausbildung gehabt, bin ich mir fast sicher, oder von einem Amerikaner, weil das einfach von der Aussprache und wie sie singen, das ist sehr, sehr amerikanisch, ja. Also da gibt es schon mal so ein bisschen kleine Differenzen, so kleine Nuancen in Unterschieden. Das ist schon krass. Aber ihr wisst das sicherlich besser. Das könnt ihr mal gerade in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ob ich sowas schon mal gelesen hatte. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber schreibt das mal in die Kommentare. Gerade im Moment, aber ich will trotzdem mal diesen Run nochmal hören eben. Weil wir diesen Wanted You. Ja, kann man nicht genau sagen. Ich will ihm da nichts unterstellen. Das war krass. Wir kennen ja viele Songs noch gar nicht von den EXO-Jungs. Wir haben da... Was haben wir gehört? Tempo hattest du gemacht? Ja, und Monster haben wir Genau, Tempo und Monster haben wir gemacht. Monster war geil. Das hier gerade war wohl Eldorado. Ja, Monster war richtig krass. Deswegen... Nur so ein paar Songs hören wir jetzt hier gerade und muss ich sagen, wir werden auf jeden Fall dann noch einiges abchecken in Zukunft. Weil das klang gerade gut, das Eldorado. Ja, also die Songs waren schon gut, die wir gehört haben bisher, aber ich dachte nicht, dass es solche Sänger sind. Ja, das noch dazu. So krass. Tatsächlich, ja. What? Was? Shen? Was? Der war das. Der singt dann eine Harmonie drüber und wie... Oh, krass, guck mal hier in dem koreanischen Fernsehen. Wahrscheinlich hier mit QR-Code noch. Sehr cool. Das ist Baekhyun, ne? Oh mein Gott, Alter! What? Wow! Oh mein Gott. Ja, aber das ist, wer von den beiden hat das jetzt gesungen? Shumin oder Shen? Shen oder Chen. Ja? Ja. Beide setzen doch da ein. Und aber er war auf jeden Fall beim ersten Teil. Er macht das. Das ist auch heftig. Aber er doch auch. Aber er... Ja, wahrscheinlich Shen, ja. Ja, Shen wahrscheinlich. Aber da ist Hä, dieser Wechsel ist ja auch krass. Geil, genau, wenn... Oh, cute EXO, the Wedding Singers. Oh.
auch geil, gerade wenn die 8 Jungs da auspacken wollen, dann in den Drop reinbouncen wollen, da einfach mal rauszuschneiden. Ist schon fies, auch wenn es natürlich nur eine Compilation ist, aber trotzdem. Süß. Die auf so einer Hochzeit mal zu haben, kann man mal machen. Ich auch nichts dagegen sagen. Habe ich vorhin 7 gesagt? Ja. Es sind 8. Eigentlich wusste ich das. 진정한 Wow! Wahnsinn! Krass! Heftig! So, A Cappella. Ne, die Gitarre noch. Also ja. Oh, every time. Leute, schreibt mal bitte unten rein, welcher Auftritt das hier ist. Weil da war ja vorhin schon mal ein Ausschnitt. Mit Creep. Ja. Schreibt mir bitte unten in die Kommentare den Link von diesem Auftritt. Das würde mich mal interessieren. Das würde ich gerne mal sehen, weil an dem Tag war, glaube ich, die Aufnahme auch sehr geil und die Performances, also die Songs, die performt haben und so, klang sehr, sehr geil. Weil das ist ja außerirdisch, was hier. Krass, hä? Oh, every time I close my eyes, I see my name be shining light. Oh, a different city every night. Oh, I swear, you were meant to prepare for it. I'm a billionaire. Nicht schlecht, Alter. Das ist Chen, ne? Das ist der immer diesen so hoch geht, Alter. Heftig. Und dann sogar noch. Wow, okay. Nice, super geil, krass, okay, da haben wir wieder einiges dazu gelernt und mitnehmen können, Leute, richtig krass, danke für die Vorschläge. Ja, ich bin echt froh, dass wir dieses Video geguckt haben. Ja, wirklich, wirklich geil, schreibt auf jeden Fall weiterhin noch so, ja, jetzt ob Amazing Vocals oder irgendwelche Fun-Reactions. Die Fun-Reactions machen natürlich auch mega Bock. Gerade die BTS-Dinger, da haben wir mega viele. Ja. Wo wir nicht so viele haben, ist Blackpink zum Beispiel. Das würde uns auch nochmal interessieren. Gute auch Fun-Reactions, jetzt nicht unbedingt, wo ein Interview zusammengeschnitten wurde, sondern auch geile Compilations, die echt super lustig sind. Schickt uns da nochmal ein paar in die Kommentare auf jeden Fall rein. Vielleicht auch welche, die ja echt auch schon bekannt sind, gut geklickt sind. Das ist ja auch immer so ein guter Indikator. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wir sind auf jeden Fall beeindruckt hier von EXO und werden da wird in Zukunft definitiv noch einiges kommen. Das war so oder so geplant, aber jetzt umso mehr wissen wir, was die 8 Jungs hier, Chen vor allen Dingen, Alter, das ist richtig krass. Was der hier auspackt, das ist schon krass. Big Young ist ja auch gut am Start, aber hier die hohen Töne, wobei da gibt es bestimmt auch noch ein paar Videos, wo man dann das wieder sieht, wie die anderen Jungs hier auspacken. Ah ja, und wirklich von dem einen Video, das hier, das müssen wir unbedingt sagen, wo die da aufgetreten sind. Das will ich auf jeden Fall sehen. Ich kann das ja, wenn ihr wollt, auch gerne mit euch zusammen gucken und ansonsten nicht vergessen, Radio einschalten. Radio Rahim. Radio Rahim, oh Gott. Bloß nicht, oder?
Ich habe mir überlegt, wie wäre es eigentlich, wenn ich diese Videos als Podcast hochlade? Diese Videos oder meinst du wirklich die Musikanalysen? Die Musikanalysen, ja. Also nicht, wo ich irgendwas gucke, sondern die Musikanalysen parallel als Podcasts hochladen. Würde euch das interessieren? Ich bin da irgendwie auf die Idee gekommen, weil das Ganze ja sowieso relativ podcastmäßig gestaltet ist. Klar, man sieht das Musikvideo dann nicht, aber ich beschreibe ja sowieso eigentlich so ziemlich alles auf der Ohrebene oder auditiven Ebene. Deswegen wäre echt mal interessant zu wissen, ob ihr da Interesse hättet, dann würden wir uns den Mehraufwand, noch mehr Aufwand, ich weiß ja auch nicht. Na gut, aber den Mehraufwand auf jeden Fall machen, das noch Ganze auf als Podcast, eben auf Spotify und iTunes und wo gibt es sowas noch? Wahrscheinlich größtenteils Spotify und iTunes, ja. Lasst mich das mal wissen, auch in den Kommentaren und genau, abonnieren nicht vergessen, Dana auch auf ihrem Kanal, der ist auch schon, wie viel hast du jetzt? 3200, glaube ich. YouTube. Ach so, YouTube? Ja. Ups. Abonnieren. Fast 500. Was? Ja, und ich habe immer noch kein Video. Aber es kommt. Ich arbeite dran. Ja, ich behalte sie ein bisschen zu sehr für mich ein, deswegen... Aber das Setup steht schon. Wir haben tatsächlich das Setup schon aufgebaut. Die Lichter sind schon aufgestellt. Die Kamera steht schon. Ich muss mich auch noch ein bisschen mit der Kamera anfreunden. Das auch noch ein bisschen Überwindung, auch noch sich alleine dahin zu setzen und so. Ich habe sie ja schon ein bisschen reingezogen hier. Ich weiß zum Beispiel gar nicht mal, das Schlimmste, glaube ich, ist für mich, ich weiß nicht, was ich als Intro machen soll, was ich am Anfang sagen soll. Ja. Wenn ich dann was mache, okay, aber ich setze mich dann hin so, hallo. Okay, tschüss. Ich glaube, du musst einfach mal anfangen. Die Zuschauer, die werden dir noch einige Tipps geben, aber das tun die ja bei mir auch zum Glück. Ja? Also auch mit dem Timer lasse ich jetzt sowieso weg, ne? Habe ich auch gesagt. Aber das entwickelt sich einfach. Na gut. Da kann man so mit der Zeit sich so langsam rantasten und dann seine Abonnenten streicheln. Jeden einzelnen wertschätzen. Du kannst ja irgendwie so ein Hallo oder weiß ich nicht. Schreibt das mal vielleicht auch hier in die Kommentare, was Dana da machen kann als Intro oder spammt sie auf Instagram zu. Die DMs liest sie auch mal ganz fleißig. Ich sehe sie nur noch am Handy. Am Handy oder am Laptop? Am Handy oder am Laptop? Ja, gut. Das ist, ansonsten... Gut. Wünschen wir euch einen schönen Abend. Hier jetzt mir spontan mal haben wir was dazwischen geschossen. Das Ding ist halt, wir gucken uns die Videos, sonst würden wir sie uns alle in der Freizeit reinpumpen. So teilen wir sie noch mit euch, was wir ziemlich cool finden und hoffe, ihr appreciated das auch. Aber wir sehen das ja an den Abonnenten, die wir hier fleißig streicheln. Deswegen bis zum nächsten Video und tschüss. Tschüss. Tschüss.